Hallo, mein Name ist Tobias Döberl, ich bin Künstler und heute rede ich über mein Manifest oder wie soll man mit der Kunst der Moderne umgehen. Mir sind einige Dinge aufgefallen während meines Kunstschaffens und ich möchte gerne in diesem Video darüber reden und diese Gedanken teilen. Ich habe ein Traktat verfasst, die Zerlegung der Kunst und die Betrachtung der einzelnen Elemente. Ich rede in einem anderen Video darüber, da gibt es einen Link in der Beschreibung, der führt dich dorthin. Und kurz, worum geht es in meinem Traktat? Ich zerlege ein klassisches Gemälde und sehe mir die einzelnen Komponenten genauer an, wie Wand, Nagel, Rahmen, Leinwand, Farbe und Komposition und gehe auf jedes einzelne Element ein. Es wird hervorgehoben. Aufgefallen ist mir in diesem Traktat, dass die Moderne noch immer dazu beigetragen hat, wie man auch mit einem zeitgenössischen Kunstwerk umgehen soll. Ja? Es ist aus der Distanz zu betrachten, es ist rein visuell ausgelegt, es befindet sich im White Cube und ist isoliert von der Außenwelt und es ist in zwei Lagern geteilt, ja, in Objekt und Subjekt. Also es ist noch ganz sehr stark geprägt von diesem Dualismusverhältnis, was die Moderne hervorgebracht hat. Wie soll man jetzt das Kunstwerk wieder vereinen, da es jetzt getrennt ist? Die neue Zusammenkunft der Kunst, denke ich, kann mit immersiven Ausstellungsmethoden erreicht werden. Ja, ich habe schon in einem anderen Video über das geniale Ausstellungskonzept von Pareno, von der Ausstellung von 2018 gesprochen. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Kurzum, was macht Pareno? Er lässt seine komplette Ausstellung von einer Hefe steuern. Pareno bricht genau diese Konzepte, die die Moderne hervorgebracht hat. Ja? In seinem Ausstellungskonzept gibt es keine Distanz mehr zwischen dem Kunstwerk und dem Besucher. Es ist nicht mehr visuell ausgelegt, ja? Es ist jetzt erlebend. Das Kunstwerk ist nicht mehr isoliert irgendwo in einem White Cube, sondern die Nähe wird ist ein ganz großer Teil in Parenos Arbeit. Und es gibt keinen Dualismus mehr, ja? Es gibt kein Subjekt und Objekt mehr. Dieses Konzept bricht komplett auf in sein Ausstellungskonzept. Und diese heutigen Kunstwerke unterliegen noch sehr stark diesen Konzepten der Moderne, ja, die uns hindern, die Elemente der Kunst zusammenzuführen. Ja, diese großartigen Kunstwerke, wie die von Pareno oder die von Tiravagna, die lassen sich eben nicht mit den Konzepten eines Museums vereinen. Aber der Prozess ist so wichtig. Für mich ist der Prozess für mich das Ursprünglichste und das Wichtigste in der Kunst, weil eben nicht nur das Endprodukt zählt. Ja. Der Prozess wird nicht in einem Museum gezeigt. Ich möchte, dass man posthumane Kunstwerke schafft, die eben nicht diese Einschränkungen und die des Konzeptes der Moderne festsitzen, sondern ich möchte, dass sich Kunst und Besucher wieder in Verbindung sitzen, dass Kunstwerk eben kein fetischiertes Objekt ist bei einer Aktion oder dass man hinter einer Absperrung in ein Museum findet.